Mein Opa wurde über 100 Jahre alt. Und jetzt stehe ich an seinem Grab. Was macht ein Mensch anders, wenn er über 100 Jahre alt wird? Diese Frage lässt mich nicht los. Und vielleicht stellst du sie dir gerade auch. Ich stehe hier vor dem frischen Grab meines Opas. Er ist vor einer Woche gestorben. Über 100 Jahre alt. Klar im Kopf bis zuletzt. Keine Tabletten, keine langen Krankenhausbesuche. Er ist einfach eingeschlafen, zu Hause in seinem alten Sessel. Mein Opa war nie ein besonderer Mann, zumindest nicht für die Welt da draußen. Er hatte keinen Titel, kein großes Geld, kein Auto, keine Urlaube. Aber für mich war er immer ein bisschen wie ein Rätsel. Ein stilles, langsames Rätsel, das jeden Tag dasselbe tat und dabei irgendwie immer jünger wirkte. Er hat nie gesagt, so bleibt man jung oder so wirst du alt. Aber wenn du ihn gesehen hast, wie er ging, wie er sprach, wie er jeden Tag lebte, dann wusstest du, da ist etwas, das wir heute oft vergessen. Ich war als Kind oft bei ihm, in seinem kleinen Haus am Rand der Stadt. Alles war einfach. Der Garten war ordentlich, der Tee war heiß, die Uhr an der Wand ging nie falsch. Er stand früh auf, immer zur selben Zeit, 6:30 Uhr. Dann trank er ein Glas Wasser, ging eine Runde im Garten, setzte sich auf die Bank. Keine Musik, kein Handy, kein Fernseher. Nur der Tag, wie er war. Manchmal dachte ich, er macht nichts, aber jetzt mit 50 merke ich, er hat alles gemacht, was wichtig war und nichts, was unnötig war. Ich erinnere mich an einen Satz von ihm. Ich war noch klein, vielleicht 10. Ich fragte, Opa, warum machst du jeden Tag dasselbe? Er antwortete, weil mein Körper Routine liebt. Und mein Kopf auch. Damals verstand ich das nicht. Heute schon. Mein Opa war kein Mann der großen Worte. Er erzählte nicht viel. Aber was er tat, sagte genug. Ich habe ihn nie gestresst erlebt, nie laut, nie hektisch. Er war einfach ruhig. Und das nicht aus Müdigkeit, sondern aus Kraft. Vielleicht war das sein erstes Geheimnis. Keine Energie für Unsinn verschwenden. Er interessierte sich für die kleinen Dinge, für das Wetter, für den Geschmack von Tomaten, für den richtigen Sitz seiner Schuhe, für einen guten Schlaf. Ich erinnere mich, wie er einmal sagte, alle reden vom Glück, aber kaum einer achtet auf seinen Rücken oder seinen Magen. Jetzt, wo ich selbst älter werde, denke ich oft an solche Sätze. Früher habe ich gelacht. Heute schreibe ich sie mir auf. Mein Opa war kein Lehrer. Und doch hat er mich mehr gelehrt als viele Bücher. Einfach nur, indem er lebte, wie er lebte. Er hat nie etwas erklärt, nie Tipps gegeben. Aber er hat Dinge wiederholt.
Immer wieder. So lange, bis ich verstanden habe. Es muss wohl wichtig sein. Er war nie krank, wirklich nie. Wenn er mal einen Schnupfen hatte, hat er sich hingesetzt, einen Tee gemacht und gesagt: Der Körper will was sagen. Ich höre mal zu. Das war alles, kein Drama, kein Ich darf das nicht, kein Ich muss das noch schaffen. Er hat den Tag genommen, wie er kam. Und vielleicht ist das der Grund, warum er so viele davon hatte. Ich habe keinen Beweis für all das. Ich habe keine Zahlen, keine Studien. Ich habe nur meine Erinnerungen. Und ich weiß, sie sind klar. Ich sehe ihn vor mir, in seinem grauen Hemd, mit den alten Händen und dem festen Blick. Jeden Morgen dieselbe Bewegung, dieselbe Tasse, derselbe Platz. Und doch, kein Tag war gleich. Heute stehe ich an seinem Grab. Und ich weiß, was ich tun werde. Ich werde erzählen, was ich gesehen habe. Nicht als Rat, nicht als Regel, sondern als Geschichte. Vielleicht hörst du sie, vielleicht vergisst du sie wieder. Aber wenn nur ein Teil davon bleibt, in deinem Kopf, in deinem Alltag, dann hat mein Opa vielleicht noch jemandem geholfen, alt zu werden. Kapitel 1: Immer positiv im Kopf sein. Wenn ich an meinen Opa denke, denke ich oft zuerst an seine Stimme. Nicht laut, nicht tief, nicht besonders, aber klar und ruhig. Er hat nie geschrien, nie gemeckert, nie gejammert. Ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, in dem er sich beschwert hat. Nicht über das Wetter, nicht über das Leben, nicht über andere Menschen. Das war nicht, weil alles gut war. Es gab auch schwere Zeiten. Meine Oma war lange krank, später kam der Krieg, dann hatte er viele Jahre nur wenig Geld. Und trotzdem war da kein Groll, keine Bitterkeit, keine Härte in seinem Blick. Ich fragte ihn einmal: Wie kannst du so ruhig bleiben? Er sagte: Weil ich nicht will, dass mein Kopf gegen mich arbeitet. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich war vielleicht 12. Aber heute weiß ich, was er meinte. Er dachte nicht nur nach. Er achtete darauf, wie er dachte. Und das hat alles verändert. Mein Opa hat oft gesagt: Was du denkst, das wächst. Und das hat er wirklich geglaubt. Wenn er morgens aufstand, war sein erster Gedanke: Mal sehen, was der Tag bringt. Nicht, was ist, wenn was schief läuft. Nicht, ich hab keine Lust, sondern einfach Neugier. Er sagte auch: Du kannst nicht steuern, was passiert, aber du kannst steuern, was du daraus machst. Das klang immer so einfach bei ihm. Und vielleicht war es das auch. Er las keine Ratgeber, keine Bücher über Glück oder Gesundheit. Aber er hatte seine eigene Philosophie. Still, schlicht, wirkungsvoll. Zum Beispiel, wenn etwas schief ging, ein Glas fiel runter, ein Termin platzte, das Wetter war schlecht, sagte er nicht: Mist. Er sagte:
Na gut, dann ist das so. Und dann machte er einfach weiter. Ich erinnere mich an einen Moment, da war ich noch ein Kind. Ich hatte schlechte Laune. Ich weiß nicht mehr warum. Mein Opa schaute mich an und sagte, »Dein Kopf ist wie ein Garten. Was willst du pflanzen? Blumen oder Unkraut?« Ich war zu jung, um das zu verstehen. Aber der Satz blieb. Und je älter ich wurde, desto mehr verstand ich, wie recht er hatte. Wenn du jeden Tag denkst, dass alles schwer ist, wird es schwer. Wenn du glaubst, dass du Pech hast, siehst du nur Pech. Und wenn du glaubst, dass etwas Gutes passieren kann, dann bist du wach dafür. Mein Opa glaubte daran, dass das Leben auf einen reagiert. Nicht sofort, aber mit der Zeit. Er hat nie Gesetz der Anziehung gesagt, aber er hat es gelebt. Er sprach zum Beispiel nie schlecht über sich selbst. Nie sowas wie »Ich bin dumm« oder »Ich bin zu alt«. Im Gegenteil. Wenn er etwas nicht konnte, sagte er, »Ich lerne noch.« Ich glaube, das war der größte Unterschied zu anderen alten Menschen, die ich kannte. Viele redeten vom »Früher war alles besser« oder vom »Jetzt geht das alles nicht mehr«. Mein Opa sagte, »Ich bin immer noch hier, also geht auch noch was.« Er hatte nie ein Ziel, das weit weg war. Kein »Wenn ich im Lotto gewinne« oder »Wenn der Sommer kommt«. Er war im Jetzt. Und er mochte das Jetzt. Manchmal war das schwer zu verstehen. Ich war jung, ich wollte mehr. Ich wollte Action. Mein Opa hatte Geduld. Und Geduld braucht ein klarer Kopf. Sein Denken war wie ein ruhiger Fluss. Nicht langsam, nicht schnell, aber in Bewegung. Er dachte nie fest, er dachte weih. Vielleicht war das sein Geheimnis. Er war freundlich zu sich selbst und freundlich zum Leben. Wenn ich heute an schwierige Dinge denke, Rechnungen, Sorgen, Zukunft, dann frage ich mich oft, was würde Opa jetzt sagen? Und fast immer ist die Antwort: Bleib ruhig und denk nicht gegen dich. Kapitel 2 Niemals das Kind verlieren. Mein Opa war alt, sehr alt, aber manchmal habe ich das vergessen, nicht weil er jung aussah, sondern weil er jung war, innen. Er war oft wie ein Kind, nicht kindisch, nicht dumm, sondern neugierig, wach, leicht. Er hat Dinge ausprobiert, ohne sich zu fragen, ob er zu alt dafür ist. Ich erinnere mich an einen Nachmittag. Er war schon über 90. Wir saßen auf einer Bank im Park. Plötzlich stand er auf, ging zu einem Baum, legte die Hand an die Rinde und sagte, »Fühlt sich an wie früher.« Dann lachte er. So einfach, so klar. Ich fragte ihn, »Was meinst du mit früher?« Er sagte, »Mit 8 Jahren habe ich denselben Baum gestreichelt oder einen, der so war.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich merkte, für ihn war das kein Witz, kein Spiel, es war Erinnerung, Gefühl. Mein Opa hat nie gesagt,
Jetzt bin ich alt, das darf ich nicht mehr. Er hat nie so gedacht. Er hat gespielt, gebaut, gewitzelt, beobachtet, auch mit über 100 Jahren. Er sagte einmal zu mir: Weißt du, es gibt eigentlich keine Erwachsenen. Es gibt nur Kinder, die alt geworden sind. Ich fand das erst komisch. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr stimmte es. Er war nicht naiv. Er wusste, wie hart das Leben sein kann. Aber er ließ sich davon nicht hart machen. Wenn es regnete, sagte er: Schau, die Welt duscht sich. Wenn er sich verlief, sagte er: Dann finde ich halt was Neues. Wenn ich traurig war, fragte er: Willst du einen Witz oder einen Tee? Sein Blick auf die Welt war leicht. Nicht oberflächlich, aber offen. Er war der Erste, der mit mir eine Pusteblume weggeblasen hat. Ich war 5, er war 70. Wir saßen auf einer Wiese und ich sagte: Opa, ich langweile mich. Er sagte nichts, ging los, kam zurück mit 2 Pusteblumen. Wer mehr fliegen lässt, gewinnt. Ich habe gewonnen. Aber nur, weil er extra schwach gepustet hat. Solche Momente machen alt, aber nicht müde. Viele Menschen verlieren das Kind in sich. Mein Opa hat es behalten. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum er so alt wurde. Denn Kinder bewegen sich, fragen viel, lachen oft, weinen schnell, vergessen schnell. Und sie denken nicht an gestern oder morgen, nur an jetzt. So war mein Opa auch. Nicht immer, aber oft genug. Und wenn ich ihn heute vermisse, dann denke ich an diesen Satz. Es gibt keine Erwachsenen, nur Kinder, die alt geworden sind. Und dann frage ich mich: Bin ich eigentlich noch Kind genug? Kapitel 3: Die richtige Frau an seiner Seite. Mein Opa wurde über 100 Jahre alt. Aber er wäre es nicht geworden ohne sie, ohne meine Oma. Ich glaube, er wusste das, und er hat es ihr nie direkt gesagt, aber man hat es gespürt. Sie war kein stiller Schatten, keine Frau, die nur daneben saß. Sie war da, mitten im Leben, still, aber bestimmt. Meine Oma war kleiner als er, aber sie hatte eine starke Stimme, eine klare Haltung. Sie war der ruhige Pol, wenn er ungeduldig wurde. Und sie war die Bewegung, wenn er zu still war. Sie sagte nicht oft: Ich liebe dich, und er auch nicht. Aber es war da, in kleinen Gesten, in Blicken, in der Art, wie sie seine Tasse hinstellte, oder wie er ihr den Stuhl rückte, jeden Abend, jahrzehntelang. Ich habe sie nie streiten hören, nicht einmal flüstern mit Wut. Vielleicht gab es das, aber nie laut, nie lang. Mein Opa sagte mal zu mir: Die richtige Frau gibt dir Ruhe, nicht Pause, sondern Tiefe. Ich habe das lange nicht verstanden. Heute glaube ich, er meinte sie. Wenn er krank war, brachte sie Suppe. Wenn er traurig war, sagte sie: Geh raus, atme. Wenn er müde war, sagte sie: Leg dich hin,
Ich bleibe wach. Sie war kein Arzt, kein Coach, kein Held. Aber sie war da. Immer. Und dieses immer war vielleicht das größte Geschenk. Viele Menschen suchen Liebe mit Feuer. Mein Opa hatte ein kleines Licht. Es brannte langsam, aber ohne Pause. Und vielleicht war das genau richtig. Er sagte auch, allein kannst du alt werden, aber nicht leicht. Mit ihr war es leichter. Er musste nichts spielen, nichts beweisen. Sie kannte seine Fehler und ließ ihn trotzdem leben, wie er war. Ich erinnere mich an ein Abendessen. Ich war vielleicht 15. Er schnitt das Brot zu dick. Sie sagte leise, »Heute etwas feiner, ja?« Er nickte und lachte. Sie lachte zurück und aß das dicke Stück. Solche Momente waren überall, nicht laut, nicht groß, aber tief. Sie hat ihn nicht jung gehalten, sie hat ihn echt gehalten. Und wenn ich heute an Beziehungen denke, denke ich an sie. Nicht an Filme, nicht an perfekte Paare, sondern an zwei Menschen, die einander halten, wenn alles wackelt. Sie wurde nicht ganz so alt wie er, aber lange genug, um ihn weich zu machen. Und ich glaube, ohne sie hätte er das letzte Drittel seines Lebens nie so ruhig erlebt. Denn wer wirklich alt werden will, braucht mehr als Gesundheit. Er braucht Nähe, Vertrauen und einen Menschen, der bleibt, auch wenn nichts mehr glänzt. Kapitel 4 Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wenn ich an meinen Opa denke, sehe ich ihn oft gehen. Nicht laufen, nicht rennen, einfach nur gehen. Er ging jeden Tag, egal ob es warm war oder kalt. Regen, Wind, Schnee. Er zog sich an, steckte ein Stück Brot ein, sagte, »Bin gleich zurück« und kam 6 Stunden später nach Hause. Er hatte keinen Schrittzähler, kein Ziel, keine Uhr. Er sagte, »Ich laufe nicht irgendwo hin. Ich laufe, weil ich es kann.« Als ich klein war, dachte ich, er ist verrückt. Wer geht schon 6 Stunden ohne Pause? Wer geht einfach so, ohne Grund, ohne Plan, ohne Handy? Aber er brauchte das. Bewegung war sein Gespräch mit dem Leben. Er sagte oft, wenn du stehen bleibst, fängt dein Körper an zu verhandeln. Wenn du gehst, hört er zu. Ich wusste lange nicht, was das bedeutet. Heute spüre ich es. Wenn ich zu lange sitze, wenn ich mich nicht bewege, wird mein Kopf schwer. Und mein Herz auch. Mein Opa blieb leicht, bis zum Schluss, weil er in Bewegung blieb. Ich erinnere mich an einen Satz von ihm, vielleicht sein bekanntester. Wer rastet, der rostet. Er sagte das immer mit einem kleinen Grinsen und mit einem Blick, als wollte er sagen, du weißt, dass ich recht habe. Er hat nie Sport gemacht. Keine Fitnessgeräte, keine Pläne, keine Ziele, aber er war stark. Nicht im Körper, sondern im Gang.
Er ging aufrecht, auch mit 95. Er sagte, die Straße zeigt mir, wie alt ich wirklich bin. Und wenn er mal müde war, setzte er sich auf eine Bank. 5 Minuten. Dann ging er weiter. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Er hatte einen festen Weg durch den Wald, einen durch die Stadt und einen, den niemand kannte, einen kleinen Pfad hinter dem Friedhof. Da war er gern allein. Er sagte, wenn ich gehe, kann ich denken, und wenn ich denke, kann ich verstehen. Ich habe ihn einmal gefragt, und wenn du nichts denkst? Er sagte, dann höre ich die Welt. Auch gut. Bewegung war für ihn kein Ziel, kein Training, kein Muss. Es war Teil seines Tages. Wie Zähne putzen, wie Tee kochen, wie atmen. Und genau das war der Unterschied. Ich glaube, viele Menschen sitzen sich müde. Mein Opa hat sich wachgegangen. Wenn er nach Hause kam, roch er nach frischer Luft. Seine Wangen waren rot, seine Schuhe nass und seine Augen klar. Ich habe ihn nie gefragt, wie viele Kilometer er lief oder wie viele Schritte. Es war egal. Es zählte nur, dass er ging. Und so ist er auch gegangen am Ende. Nicht gestürzt, nicht gefallen. Einfach still eingeschlafen nach einem langen Spaziergang. Das war sein letzter Tag. Noch einmal durch den Wald, noch einmal die Runde. Dann Tee, dann Stille, dann Schluss. Kein Kampf, kein Drama. Nur ein ruhiger Gang bis zur Tür. Und ich denke oft, vielleicht war das sein größtes Geheimnis. Nicht, wie er gedacht hat, nicht, was er gegessen hat, nicht einmal, wie er geliebt hat, sondern, dass er jeden Tag den ersten Schritt gemacht hat und dann einfach weitergegangen ist.